Liebe Fische, herzlich willkommen zu eurem Februar-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich euer Februar gestalten möchte. Energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was wird wichtig, was jedoch aber auch eventuell am besten außer Acht gelassen werden sollte. Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findet ihr hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drückt bitte drauf, ihr werdet automatisch weitergeleitet. Die Fische im Februar bitte. Eine Aufgabe, in die ihr hineinwachsen werdet, liebe Fische. Es ist vergleichbar wie mit einer Krönung. Etwas Neues, etwas Großes, für jeden anders, selbstverständlich, doch unbekannt. Bekanntes, Unbekanntes. Hört sich spannend an. Sie sagen, was ist der Unterschied zwischen einem König, einer Königin und einem Kaiser, einer Kaiserin? König und Kaiser, was unterscheidet sie? Es geht nicht um den Titel. Finde die Antwort. Alte Relikte, archäologische Funde, Scherben, die zu einem Puzzle gehören. Fügt sie zusammen und die Aufgabe wird sich vor euch entfalten, sich euch zeigen. Erkennt den roten Faden im Zwischenmenschlichen, erkennt den roten Faden im Außen. Ganz subtile Energien, liebe Fische. Manche Fische werden im Februar immer wieder hinsehen, suchen, nicht finden. Sie sind subtil. Sehr subtil. Im Zwischenmenschlichen, liebe Fische, wird es im Februar dorthin gehend ausschlaggebend, dass ihr beobachten solltet, sofern es euch möglich ist. Nehmt euch zurück. Ihr bekommt viele, viele Antworten. Eine Nabelschnur wird durchtrennt zu einem bestimmten Thema, das ihr mit in dieses Leben gebracht habt. Dieses Thema ist ein Allgemeinzweckthema, was auch immer das bedeuten möchte. Wow, 2 Themenkarten. Die Aufgabe. Als Rätsel wird sie sich euch präsentieren. Das Zwischenmenschliche, wenn ihr es schafft, zuzusehen, ohne zu reagieren, ohne zu antworten, ohne zu interagieren, wird euch die Antwort bringen. Der Februar hat auch sehr viel Erotik,
dir mit sich bringt. Sehr viel Liebesgeflüster, sehr viel Sinnlichkeit, sehr viel Intimität. Manche gar werden das erste Mal überhaupt wahre Intimität verspüren. Jemand aus der Ferne, also aus der Ferne bedeutet, muss nicht 1000 Kilometer von euch weg sein, sondern aus der Ferne, nicht in eurem bewussten zwischenmenschlichen Kreis. Überlegt hin und her und hin, wie dieser Schrägstrich diese mit euch in Kontakt treten kann. Aber gut möglich, dass die Rollen vertauscht sind. Und ihr überlegt. Es geht nicht um Strategien, es geht um Herzensangelegenheiten. Findet im Februar das richtige Maß. Die Aufgabe, in die ihr hineinwachsen solltet, wird schwierig. Denn so wunderprächtig sie erscheinen mag, so viel Fokus, Disziplin, Selbstvertrauen verlangt sie euch ab. Die Frage ist, was siegt? Was darf siegen? Was muss siegen? Ihr, euer Ego, eure Persönlichkeit entfaltend. Ich bin oder muss das zurückgenommen werden? Ganz selbstvergessen. Und es geht darum, eventuell das Bestmöglichste, Größtmöglichste daraus zu machen, damit zu machen, ohne sich selbst mit einzubringen. Gehen wir ins Detail, liebe Fische. An einem Morgen in den frühen, grauen Morgenstunden wirst du erkennen, wirst du ein Input haben, ein Download, dass sich das Kämpfen nicht mehr lohnt. Denn wenn du ganz ehrlich zu dir bist, Freddy, was machst du? Ist es kein Kämpfen? Ist es kein Kämpfen? Freddy will spielen. Ist es kein Kämpfen bezüglich für etwas einstehen? Aus Überzeugung, sondern es ist ein Kämpfen des vollen Widerstandes. Ich denke, du solltest im Februar genau hinsehen, was du hast. Im Gesamten.
Denn die Ermüdungserscheinungen, die nennen wir es jetzt mal im Überbegriff kleinere oder größere Burnout-Erscheinungen, Erschöpfungszustände, signalisieren dir, dass du zu sehr im Widerstand bist, zu sehr aus dem Ego heraus antwortest. Ein Erdzeichen, Steinbock, Stier, Jungfrau. Gut möglich, dass dieses in der Versenkung verschwindet, beziehungsweise an seinen Überzeugungen arbeitet, beziehungsweise die Masken fallen lässt. Bist du dafür bereit? »5. Februar, ein Tag, an dem du über dich selbst lachst, über dich selbst schmunzelst. Denn du darfst erkennen, wie sehr du dich ablenken lässt von Mitmenschen oder von Geschehnissen, von Dingen, die eigentlich viel zu unwichtig sind, um dich aus deiner Mitte zu bringen. Und gerade da, in diesen Momenten, kommt die Aufgabe. Es ist Kreativität von dir gefragt. Wie möchtest du es möglich machen, dir so viel Zeit einzuräumen, das Wissen anzueignen, zu üben, auf dass du sie innerhalb der nächsten 3 bis 4 Monate beherrscht. Neues Wissen, neues To-Do und der 13. Februar, ein Bote, Freddy, ein Bote, der dir Post überbringt, eine SMS sendet, eine E-Mail sendet. Und sagt, bist du bereit? Bist du bereit, mit deiner ganzen Energie, deinem ganzen Sein, das zu zeigen, was du kannst, anzuwenden, was dir gegeben? Gell, Freddy? Das Universum hält es für den richtigen Zeitpunkt. Du bist soweit. Doch fühlst du dich bereit? All
Deine Kelche sind mit Wissen gefüllt, mit tiefen Gefühlen gefüllt. Und deine Energie ist ein Licht für andere. Doch solltest du zwar ein Licht für andere sein, doch deine Energie für dich behalten. Denn die wirst du brauchen. Get ready. Liebe Fische, im Februar kannst du alles haben, sofern du bedacht und im richtigen Maße anwendest, was du gelernt hast. Du planst eine Reise, um zu erkunden, ready, um zu erkunden, wer der Geschichtenerzähler ist. Wir machen weiter im Extended. Bis gleich, liebe Fische. Wir freuen uns auf dich. Ciao.